Es war Herbst und die Nüsse lagen. Das ist wichtig. Nicht die Blätter, nicht der Wind, nicht das goldene Licht, das sich über die Hügel legte, wie Butter auf frisches Brot. Nein, die Nüsse lagen. Und Hähnchen wusste das. Er wusste es so genau, wie er auch wusste, dass das Eichhorn bereits seine Augen auf sie geworfen hatte und dass der Herbst nur so lang war. Jetzt, sagte er zu Hühnchen, mit der Überzeugung eines Mannes, der gerade eine wichtige Entscheidung getroffen hat, ist die Zeit, wo die Nüsse reif werden. Da wollen wir zusammen auf den Berg gehen und uns einmal recht satt essen, ehe das Eichhorn sie alle wegholt. Hühnchen ließ sich Zeit mit der Antwort. Das war ihre Art. Nicht aus Unentschlossenheit, sondern weil Hühnchen grundsätzlich keine Eile hatte und auch nicht so tat, als ob. Ja, sagte sie schließlich, komm, wir wollen uns eine Lust miteinander machen. Und so gingen sie fort. Der Nussberg war nicht weit, aber weit genug, dass es sich anfühlte wie eine Reise. Das warme Steigen durch das Herbstgras, das raschelnde Laub unter den Füßen, der Geruch von feuchter Erde und reifem Holz, der aus dem Boden aufstieg, schwer und warm, nach Herbst. Die Sonne stand hoch und schräg, die Art von Sonne, die im Oktober nicht mehr brennt, sondern nur noch leuchtet, golden. Das Licht eines Tages, der weiß, dass er zu Ende geht, aber noch nicht will. Oben angekommen, Nüsse, so weit das Auge reichte, braune, glänzende Nüsse, dicke Nüsse, Nüsse, die aus ihren grünen Schalen halb herausgefallen waren, als hätten sie selbst keine Geduld mehr gehabt zu warten. Nüsse unter den Büschen, zwischen den Wurzeln, im langen Gras. Das Eichhorn hatte entweder noch nicht angefangen oder genug gelassen. Das war egal. Es war da. Sie aßen. Hähnchen aß mit Methode. Nuss für Nuss, sorgfältig, die besten zuerst, die kleinen nachher. Er kannte sich aus. Er drehte jede Nuss kurz in der Kralle, ehe er zupackte, mit dem Blick eines Mannes, der das Angebot prüft. Hühnchen aß mit Überzeugung. Was auf dem Boden lag, war auf dem Boden. Und was auf dem Boden lag, war offenbar für sie bestimmt. Die Zeit verging. Die Sonne wanderte. Der Berg wurde wärmer und dann wieder kühler. Das Knacken von Schalen füllte die Stille. Irgendwann waren die besten Nüsse gegessen, dann die guten, dann die mittelmäßigen. Hühnchen lehnte sich zurück und seufzte. Ein Seufzen, das aus einer Tiefe kam, wo keine Zweifel mehr Platz hatten. Das Gewicht im Bauch war behaglich. Die Federn lagen still. Hähnchen blickte ins Tal. Der Heimweg lag unten. Lang, sanft abfallend, harmlos, für jeden, der leicht auf den Beinen war. Für jemanden, der so viele Nüsse gegessen hatte, dass die Beine sich nicht mehr leicht anfühlten, war es eine andere Sache. Ein langer Weg, ein unnötig langer Weg. Jeder Schritt eine eigene kleine Entscheidung, die man treffen müsste. Er drehte sich zu Hühnchen um. Hühnchen hatte die Augen halb geschlossen. Nun weiß ich nicht genau, ob sie sich so dick gegessen hatten oder ob sie einfach übermütig geworden waren. Kurz, sie wollten nicht zu Fuß nach Hause. Das ist die ehrlichste Beschreibung. Hähnchen jedenfalls blickte noch einmal den Berg hinab, dann noch einmal zu Hühnchen und traf dann die Entscheidung, bevor die Vernunft ein Wort sagen konnte. Wir gehen nicht zu Fuß. Hühnchen öffnete ein Auge. Nein? Nein! Das andere Auge öffnete sich auch. Ein leichtes Lächeln. Die Art von Lächeln, das bedeutet, ich habe schon darauf gewartet, dass du das sagst. Dann müssen wir einen Wagen bauen, sagte sie. Hähnchen nickte, als wäre das die natürlichste Schlussfolgerung der Welt. Und weißt du was? Für ihn war es das. Hähnchen baute. Das ist die richtige Beschreibung, auch wenn sie zunächst sonderbar klingt. Nicht. Hähnchen bastelte. Nicht. Hähnchen versuchte etwas zusammenzusetzen. Er baute.
mit dem Ernst eines Handwerkers, dem eine Lösung eingefallen ist und der jetzt wissen will, ob sie trägt. Nussschalen zuerst, die größten, die er noch finden konnte. 4 als Grundfläche, nebeneinander gedrängt, flach. 2 weitere, etwas geschwungene als Seitenwände. Zweige als Achsen, dünn genug, um zu biegen, stark genug, um nicht zu brechen. Er prüfte jeden Zweig, bog ihn, ließ los, sah, wie er zurücksprang. Gut, gut, dieser hier nicht, zu spröde. Der nächste, dann das Harz. Er kratzte es vom nächsten Baum, zog einen langen, honigdicken Faden ab, klebrig und warm in den Krallen, mit dem Geruch von lebendem Harz und feuchter Rinde, bitter und warm zugleich. Er drückte, hielt, wartete, prüfte die Verbindung, drückte noch einmal, dann schob er. Das Gefährt rollte, ein Stück nur, keine halbe Elle. Aber es rollte und die Räder drehten sich und nichts brach. Hähnchen trat zurück. Da stand er, ein Wagen, klein, ja, klein genug, dass ein Mensch ihn mit einem Finger hätte umwerfen können, aber für 2, die nicht laufen wollten, ein Wagen, ein Gefährt, 4 Räder, ein Boden, 2 Seiten, ein Bock. Hähnchen legte den Kopf leicht zur Seite und betrachtete sein Werk mit der stillen Freude eines Mannes, der sich selbst überrascht hat. Nussschalen, Zweige, ein Klecks Harz. Das Unmögliche möglich gemacht. Er wartete auf Hühnchens Blick. Hühnchen war schon drin. Einfach so. Ohne Pause, ohne Bewunderung, ohne ein einziges Wort wie »Wie hast du das gemacht?« oder auch nur einen Blick der Anerkennung. Sie stieg ein, wie man in einen Wagen einsteigt, der schon immer dagestanden hat, setzte sich, arrangierte die Federn und sagte dann, beiläufig wie die Luft selbst, »Du kannst dich nur immer vorspannen.« Hähnchen sah sie an, lange. »Du kommst mir recht«, sagte er, »der Stolz des Mannes, der gebaut hat, das Entsetzen des Mannes, der nun ziehen soll, die Empörung, nicht Faulheit, nein, das war es nicht, oder nicht nur das, die Empörung des Architekten, dem man den Vorschlag macht, er solle sein eigenes Werk wie ein Tier vor sich herziehen. »Lieber gehe ich zu Fuß nach Hause«, sagte er, »als dass ich mich vorspannen lasse. Das wäre Unsinn, das wäre Würde.« Er wippte einmal auf dem linken Fuß. »Nein, so haben wir nicht gewettet. Kutscher will ich sein und auf dem Bock sitzen, aber selbst ziehen, das tue ich nicht.« Hühnchen ließ ihn reden. Das war ihre Art. Sie ließ die Worte verstreichen wie einen leichten Regen, der von selbst aufhört. Dann sagte sie, als hätte er gar nichts gesagt, »Jemand muss ziehen.« »Ja, das bist nicht du.« »Nein, und das bin nicht ich.« Stille. Die Nussschalen glänzten im Herbstlicht. Der Harz roch scharf und warm. Der Wagen stand. Niemand bewegte sich. Hähnchen wippte noch einmal, diesmal auf dem rechten Fuß. Hühnchen ließ ihren Blick über die Gegend schweifen, mit dem Ausdruck einer Frau, die Zeit hat. Der Patt war vollständig. Dann, aus der Ferne, ein Geräusch. Ein Schnattern, laut, schrill. Mit Luft dahinter, wie die Empörung selbst, wenn sie eine Stimme bekommt und beschlossen hat, diese Stimme jetzt einzusetzen. Hähnchen und Hühnchen sahen sich an. »Ah«, sagte Hühnchen, mit dem Ton von jemandem, dem etwas einfällt. Hähnchen richtete sich auf. Die Brust raus, ganz automatisch, der Kopf in einem Winkel, der bedeutete, »Ich werde jetzt eine Verhandlung führen und ich werde sie gewinnen.« Die Ente kam näher. Die Ente war nicht groß. Das sei zuerst gesagt, damit man keine falschen Vorstellungen bekommt. Sie war nicht riesig, nicht furchteinflößend, nicht das, was man gemeinhin einen gefährlichen Gegner nennen würde. Aber sie hatte Schnabel, Stimme und die Überzeugung des vollständigen Rechts auf ihrer Seite. Und das ist, wie jeder weiß, oft mehr als Größe. Ihr Diebsvolk. Der Schnabel war aufgesperrt, die Flügel leicht ausgebreitet, nicht zum Fliegen,
sondern zur Einschüchterung, die Geste eines Wesens, das größer aussehen will, als es ist, und das dabei die Würde nicht verliert. Die Ente stapfte heran mit dem wackelnden Gang von jemandem, der zu wütend ist, um sich um seine Körpersprache zu sorgen. »Wer hat euch geheißen, in meinen Nussberg zu gehen? Wartet, das soll euch schlecht bekommen.« Hähnchen stand still. Er ließ die Ente reden. Er ließ sie schnattern, ließ die Anklage über ihn hereinbrechen wie ein Herbstschauer. Die Ente hatte, das war klar, ein Argument. Und das Argument war, das hier ist ihr Berg, ihre Nüsse, ihr Recht. Das stimmte wahrscheinlich, aber Hähnchen war nicht auf dem Berg, um über Rechte zu diskutieren. Er stieg der Ente tüchtig zu Leib. Was folgte, war kurz und eindeutig. Nicht grausam. Nein, das war es nicht. Es war sachlich. Aber entschieden, mit Sporn und Entschlossenheit, die keinen Spielraum ließ. Die Ente kämpfte, weil sie kämpfen musste. Sie kämpfte sogar ordentlich, man musste ihr das lassen. Aber Hähnchen hackte mit seinem Sporn, einmal, zweimal, mit der ruhigen Gründlichkeit eines Wesens, das nie zweifelt, ob es das Richtige tut. Die Ente bat um Gnade, das ging schneller, als man denkt. »Gut«, sagte Hähnchen. Er strich die Federn glatt, ohne Hast. »Dann wirst du vor den Wagen gespannt, zur Strafe.« Und in diesem Moment, bevor das Geschirr angelegt wurde, bevor der erste Schritt in Richtung Heimweg getan war, in diesem Moment drehte die Ente sich noch einmal um. Nicht zu Hähnchen, nicht zu Hühnchen, zum Berg, die kahlen Stellen unter den Bäumen, wo die Nüsse gelegen hatten, den Kreis der großen Eiche, unter der im Herbst immer die ersten lagen, den flachen Stein am Rand des Weges, auf dem man sitzen konnte, wenn man nicht wegen der Nüsse kam, sondern einfach nur um da zu sein, um den Ort zu riechen, um in einem Stück Welt zu sitzen, der noch nach früher roch, nach dem Clan, der im Herbst hier zusammenkam. Mutter, Geschwister, Cousins, das ganze Gewimmel, das jetzt weg war. Nur sie kam noch. Nicht jedes Jahr, aber oft genug. Die Ente sah den Berg an. Der Erzähler nennt das nicht. Er sagt nicht, was sie denkt oder fühlt. Er zeigt nur, die Ente dreht sich um und sieht den Berg an. Und dann dreht sie sich zurück, senkt den Kopf und lässt sich einspannen. Das ist genug. Hähnchen kletterte auf den Bock. Er tat das mit einer Würde, die für die Größe des Gefährts leicht übertrieben war. Rücken gerade, Brust raus, der Kopf in einem Winkel, der bedeutete, ich habe immer gewusst, dass dies so enden würde. Hühnchen saß im Wagen, die Federn ordentlich, der Blick geradeaus. Die Ente stand im Geschirr, den Kopf nach unten, die Füße fest. »Ente«, rief Hähnchen, mit der Stimme eines Mannes, der schon sehr lange auf diesen Moment gewartet hat. »Lauf zu, was du kannst.« Der Wagen rollte. Das erste Knarren des Holzes unter Last. Die Ente zog, stampfende Schritte, gesenkter Kopf. Hinter ihnen blieb der Berg. Die Landstraße war zunächst nicht schlimm. Die ersten Meilen rollte der Wagen gut. Die Achsen hielten, der Weg war fest. Die Ente zog mit dem verbissenen Gleichmut eines Wesens, das beschlossen hat, es einfach hinter sich zu bringen. Hähnchen saß auf dem Bock und sah die Welt aus der Perspektive eines Mannes, der von Tieren gezogen wird, und war damit zufrieden. Hühnchen schaukelte im Wagen und ließ die Landschaft an sich vorüberziehen, wie die Landschaft an ihr vorüberziehen musste. Dann wurde der Weg matschig und dann wurde es dunkler. Das Licht fiel jetzt schräger und kälter, nicht mehr das warme Herbstgold vom Berg, sondern das graue Licht des späten Nachmittags, das keine Farbe liebt und keine Wärme verspricht. Die Ente watschelte und zog, watschelte und zog. Und dann sahen sie die beiden. Am Wegrand standen zwei hagere Gestalten, klein, dünn, kaum zu erkennen in der trüben Dämmerung, bis der Wagen nahe genug war. Eine Stecknadel
und eine Nähnadel, aufrecht wie zwei eitle Wachposten, sehr dünn und sehr überzeugt von sich, die beschlossen hatten, die Welt zu bereisen. »Halt! Halt!« Die Stecknadel sprach zuerst. Sie sprach immer zuerst, direkt und ohne Anlauf. »Es wird gleich stichdunkel, da können wir keinen Schritt weiter, die Straße ist so schmutzig. Ob wir nicht ein Stück einsitzen könnten?« Die Nähnadel ergänzte mit dem Ton von jemandem, der zu vornehm ist, um zu betteln, aber nicht vornehm genug, um es zu lassen. »Wir waren auf der Schneiderherberge vor dem Tor und haben uns beim Bier etwas verspätet.« Sie sagten nicht, wie lange. Das war vielleicht besser so. Hähnchen betrachtete sie. Magere Leute, sehr magere. Leute, die wirklich keinen Platz einnahmen, die man mit einem guten Auge fast übersehen hätte. Er nickte kurz. Einsteigen, aber nicht auf die Füße treten. Sie stiegen ein. Die Stecknadel setzte sich mit einem kurzen, ruckartigen Ruck, direkt und ohne Umstände. Die Nähnadel ließ sich nieder mit der Sorgfalt einer Dame, die genau weiß, dass das Sitzmöbel ihrer Würde nicht ganz angemessen ist, sich aber keine Wahl gelassen hat. Dann saß die Nähnadel und seufzte, ganz kurz, kaum hörbar, eine kleine Erschöpfung, die aus ihr herausrang, bevor sie wieder einholen konnte. Die Stecknadel bemerkte es. »Müde?« fragte sie, mit dem Ton von jemandem, der die Antwort schon kennt. »Nein.« Die Nähnadel zog den Rücken gerade. »Ich bin nie müde. Ich bin nur präzise mit meiner Energie. Das ist dasselbe. Das sind zwei sehr verschiedene Dinge.« Sie bickerten. Ruhig, vertraut. Die Art von Zanken zwischen zwei Wesen, die sich zu lange kennen, um noch richtig wütend aufeinander zu werden, aber zu grundverschieden sind, um sich je zu einigen. Grob gegen fein. Polsternadel gegen Feinnäherin. Der Schneider hatte die Stecknadel ausgemustert. Zu dick für feines Tuch, hatte er gesagt. Die Nähnadel war einmal an einem Hochzeitskleid beteiligt gewesen. Weißer Satin. Die Hände der Braut. Das war ihr Lebenshöhepunkt und seitdem galt jede andere Aufgabe als Degradierung, obwohl sie das nie zugeben würde. Die Ente zog. Irgendwann wurden die Stimmen der Nadeln leiser, nicht weil sie sich einigten, sondern weil die Erschöpfung auch die Zankenden irgendwann erwischt. Das Klackern zweier Metallnadeln auf einer Holzbank verstummte. Das Licht schwand. Zeit für eine Unterkunft. Das Wirtshaus schob sich aus der Dämmerung, ein heller Fleck, Fenster mit Licht, wirklich. Nicht, weil es schön war, es war ein gewöhnliches Haus an einem gewöhnlichen Weg, mit einem gewöhnlichen Licht in einem gewöhnlichen Fenster. Aber nach Stunden auf der dunkelnden Landstraße, mit dem Wind, der die ersten Zähne zeigte, und der Ente, die von einer Seite auf die andere fiel, als hätten ihre Beine das Geradeausgehen vergessen. Nach all dem war selbst ein gewöhnliches Licht das Schönste auf der Welt. Hähnchen klopfte, fest, mit der Selbstverständlichkeit eines Mannes, der eine Unterkunft sucht und sie beansprucht, als hätte er sie schon bezahlt. Der Gastwirt öffnete die Tür. Breite Schultern, ruhige Hände. Das Gesicht eines Mannes, der viele seltsame Reisende gesehen und gelernt hat, sie sehr schnell einzuschätzen. Er schätzte ein. Das Ergebnis war sichtbar in der Art, wie er den Türrahmen hielt. Nicht zudrängend, aber auch nicht einladend. »Mein Haus ist voll.« »Das glaube ich nicht ganz«, sagte Hähnchen. »Es ist spät. Das wissen wir selbst. Ich nehme keine unbekannten Reisenden auf.« Die ruhigen Hände gingen an den Kragen des Hemds, zupften ihn einmal zurecht. Eine kleine Geste, nicht Drohung, nur Überprüfung. Dieser Gastwirt war kein Dummkopf. Das sah man ihm an, wenn man lange genug hinschaute. Er sah das Gespann, den Wagen aus Nussschalen, wirklich, den Hahn auf dem Bock, das Huhn im Wagen, die zwei Nadeln, die auf ihrer Holzbank wieder angefangen hatten, in gedämpftem Ton
über ihre relative Bedeutung zu streiten. Und die Ente. Die Ente, die von einem Fuß auf den anderen fiel und kaum noch stand. Keine vornehme Herrschaft, das dachte er. Man sah es ihm nicht an. Er hatte zu lange Gäste empfangen, um zu zeigen, was er dachte. Aber er dachte es, und er würde den Gedanken nicht loslassen, weil das Bauchgefühl, das er über die Jahre entwickelt hatte, gerade sehr laut war. Es sagte, nein. Es sagte, schick sie weiter. Es sagte, das sind keine normalen Reisenden. Dann legte Hühnchen das Ei hin. Sie tat es ohne Aufhebens. Einfach so. Aus dem Wagen heraus mit dem sanften Geräusch von frischem Ei auf altem Holz. Ein schönes Ei. Warm, rundlich, makelfrei. Und dann sagte sie, mit der Stimme einer Frau, die eine Tatsache mitteilt, statt eine Bitte ausspricht, die Ente legt täglich eines. Stille. Der Gastwirt sah das Ei an, dann die Ente, dann das Ei. Dann rechnete er, wirklich rechnete, man sah die Zahlen hinter seinen Augen arbeiten. Das Ei heute, ein Ei morgen. Die Ente als Pfand, bis die Zeche beglichen war. Er addierte. Er subtrahierte. Er addierte noch einmal. Knapp, aber es würde aufgehen. Er hatte in seinem Leben Menschen für weniger hereingelassen. Sein Instinkt sagte Nein. Seine Kalkulation sagte Ja. Es war der Moment, und er wusste es. Da war er sich sicher, auch wenn er es nicht hätte benennen können. Es war der Moment, den er am nächsten Morgen bereuen würde. Aber zwischen dem Wissen und dem Handeln lag das Ei. Und das Ei war konkret und warm und da. Die Nacht über, sagte er, nicht länger. Er trat zur Seite. Sie traten ein. Der Geruch von gebratenem Fleisch und Kaminrauch schlug ihnen entgegen. Warmes Licht, gedämpfte Stimmen, das Knarren alter Türangeln beim Schließen. Drinnen Wärme, draußen die Nacht. Die Ente blieb im Hof. Sie ließen auftragen. Das ist eine Formulierung, die viel bedeuten kann. In diesem Fall bedeutete sie alles, was das Haus hatte. Brot, Braten, Bier, mehr Brot, noch mehr Bier, das Beste zuerst und dann das Gute und dann noch einmal nachschenken, bitte. Hähnchen bestellte mit der Grandezza eines Mannes, der gewohnt ist, das Beste zu erhalten, auch wenn er nie dafür bezahlt hat. Der Gastwirt trug auf. Er schenkte nach. Er brachte mehr Brot. Er brachte mehr Braten. Er tat seinen Job, sachlich, ohne Aufhebens, wie er ihn immer tat. Aber seine Augen gingen durch den Raum, kurz, unaufdringlich, die Art von Blick, den man nach Jahren des Wirtsseins entwickelt. Der Blick, der alles sieht, ohne hinzuschauen. Die Zeche stieg. Er wusste es. Er rechnete, während er schenkte. Das Ei hatte gereicht für den Einlass. Jetzt fraß das Ei sich selbst auf. Hähnchen aß wie jemand, der weiß, dass er nicht zahlt und genießt das mit entsprechender Überzeugung. Hühnchen aß behaglich. Die Stecknadel trank mehr, als sie aß, aber das war ihre Sache. Die Nähnadel trank ebenfalls mit dem Stil einer Dame, die beim Trinken aufrecht sitzt, auch wenn das niemand von ihr verlangt. Irgendwann wurden die Augen schwer. Hähnchen und Hühnchen hatten ein Zimmer genommen, das Beste, das der Wirt hatte. Die Nadeln teilten das Sofa in der Stube, die Stecknadel auf ihrer Seite, die Nähnadel auf ihrer, genug Abstand zwischen ihnen, um beider Prinzipien zu wahren. Der Gastwirt löschte das letzte Licht. Er stand einen Moment in der Stube, bevor er nach oben ging, sah den Raum, die Teller, die Becher, die Stille des Hauses nach dem Abend, sein Haus, seine Gäste, sein Bauchgefühl, das noch immer etwas sagte. Er ging nach oben. Und die Ente? Die Ente schlief im Hof. Das war immer so gewesen. Sie schlief lieber unter freiem Himmel als in einem geschlossenen Raum. Das war keine Klage und keine Wahl. Das war einfach, wer sie war. Der Hof war kalt, der Boden hart, der Wind roch nach kommendem Frost. Sie lag auf dem Pflaster, die Nase zur Seite
und schaute in den Nachthimmel. Die Sterne standen klar. Herbstnächte machen das. Die Luft wird zu sauber für Unschärfe, zu kalt für Wärme, und die Sterne erscheinen näher, als sie sind. Die Ente sah sie an, nicht mit Sehnsucht, nicht mit Trauer, nur sie sah sie an. Irgendwo hinter dem Zaun. Wasser. Ein leises Plätschern, das sie durch die ganze Nacht begleitete, ohne dass sie gewusst hätte, was es war. Ein Bach. Nah, aber nicht nah genug, um ihn zu sehen. Die Kerzen in den Fenstern gingen aus, eine nach der anderen. Das Wirtshaus schlief. Tief in der Nacht, weit vor dem ersten Morgengrauen, in der Stunde, wo die Dunkelheit am vollständigsten ist, weckte Hähnchen das Hühnchen. Psst! Er brauchte kein Licht dafür. Er kannte die Dunkelheit des Zimmers. Er hatte sie sich gemerkt, als er einschlief, wie er sich alles merkte, was nützlich sein könnte. Hühnchen öffnete ein Auge. Sie brauchte keine lange Erklärung. Sie kannte diese Weckart, diese Stunde, diesen Ton. Sie nickte einmal. Sie gingen zum Ei. Es lag dort, wo Hühnchen es abgelegt hatte, auf dem kleinen Tisch neben der Zimmertür. Kühl und rund in der Dunkelheit. Hähnchen pickte ein Loch hinein, sorgfältig, geräuschlos, der Schnabel präzise wie ein Werkzeug. Hühnchen legte ihren Schnabel an die andere Seite. Einen Herzschlag lang hielt sie inne. Sie tranken das Ei gemeinsam. Schnell, leise, im Dunkel des schlafenden Hauses. Der warme Dotter auf der Zunge, das leise Klicken von Schale und Schnabel. Keine Worte, kein Aufhebens, nur das gemeinsame Trinken eines Eis im Dunkel, bevor alles andere begann. Dann die Schalen. Auf den Herd. Leise hingeworfen in die noch glühende Asche, das leise Knirschen von Eierschale auf Herdstein. Kaum hörbar. Erster Fall gestellt. Dann die Nähnadel. Sie lag noch auf dem Sofa, aufrecht wie immer, auch im Schlaf um ihre Würde bemüht. Hähnchen nahm sie beim Kopf, behutsam, als hätte er einen Rest Respekt vor ihr, was er nicht hatte, aber einen kleinen Respekt vor dem, was sie gleich tun würde, sobald jemand auf sie setzte. Die Nähnadel wachte halb auf. Sie protestierte in Gedanken, laut, aber so leise, dass nur sie es hörte. Das ist meine beste Seite. Hier soll ich hinein? Mit meiner besten Seite? In ein Sesselkissen, das noch nicht einmal aus Satin ist? Hähnchen steckte sie ins Kissen des Großvatersessel. Kopf nach unten, Spitze nach oben. Sauber, sachlich, fertig. Zweiter Fall gestellt. Die Stecknadel ins Handtuch des Wirtes. Das war einfacher. Die Stecknadel schlief kompakt und bereit. Und als Hähnchen sie aufhob, zuckte sie im Schlaf und stach ihn kurz in den Finger. Er hielt die Kralle ruhig, bis der Schmerz nachließ. Dann steckte er sie in das Handtuch am Haken neben dem Waschtisch, Spitze nach außen, aufrecht, bereit. Dritter Fall gestellt. Hähnchen trat zurück und schaute durch die Stube. Das gedämpfte Glühen des Herdes, das Handtuch am Haken, den Großvatersessel in der Ecke. Alles an seinem Platz, alles bereit. Er drehte sich um und sah ein letztes Mal zum Wirtshaus. Nicht mit Reue, das wäre das falsche Wort gewesen. Mit der ruhigen Zufriedenheit eines Mannes, der eine Aufgabe vollständig abgeschlossen hat. Er nickte Hühnchen zu. Sie flogen. Über die Schwelle, über den Hof, die Flügel rauschten leise in der Nachtstille. Fast unhörbar das Geräusch von zwei Vögeln, die beschlossen haben, die Nacht hinter sich zu lassen. Die Heide lag grau vor ihnen, im ersten, kaum sichtbaren Hauch des Morgens. Flach, offen, leer. Das Wirtshaus wurde kleiner, wurde ein heller Punkt, wurde nichts. Hähnchen und Hühnchen verschwanden, mir nichts, dir nichts, und hinterließen 3 Fallen, einen leeren Herd und eine schlafende Ente im Hof. Die Ente wachte auf, weil die Stille sich veränderte. Nicht plötzlich, nicht laut, aber anders. Eine leere
Wo vorher das ferne, unregelmäßige Geräusch des Hauses gewesen war, das Atmen von mehreren Schläfern, das stille Gewimmel lebender Wesen unter einem Dach. Jetzt nichts. Die Ente reckte den Hals. Der Hof lag leer. Kein Wagen, kein Bock, keine Nussschalen auf dem Pflaster, kein Schnattern, kein Wippeln, kein Geklepper von Nadeln. Der Zaun stand, die Tür stand, der Hof stand. Nur das, was gestern Abend dazu gewesen war, stand nicht mehr. Die Ente stand auf. Ihre Beine waren steif, die Muskeln schwer und hart nach dem langen Zug des gestrigen Tages. Der Wagen, das Geschirr, die Stunde um Stunde Landstraße. Sie machte ein paar Schritte, langsam, und die Steifheit löste sich ein wenig, aber nicht ganz. Dann hörte sie das Wasser, den Bach, den sie die ganze Nacht über gehört hatte, ohne ihn wirklich zu hören. Da war er, hinter dem Zaun, nah. Das Plätschern war klar und ruhig in der Stille des frühen Morgens, das erste Licht noch blau, der Himmel noch grau, die Luft noch nach Nacht riechend. Sie watschelte zum Zaun, fand die Lücke, trat hindurch. Der Bach lag da. Sie stand am Ufer und sah ihn an. Das Wasser lief klar über Steine, nicht schnell, nicht langsam, so wie Bäche laufen, wenn sie wissen, wo sie hin müssen und keine Eile haben. Die Ente stand am Ufer, dann trat sie hinein. Erst ein Fuß, langsam, vorsichtig, als würde sie etwas testen, das sie schon kannte, aber gerade nicht sicher war zu kennen. Die Kälte biss an den Beinen, scharf und klar. Dann der zweite Fuß, dann, bevor sie es entschied, schwamm sie. Das Wasser trug sie. Das war das Erstaunen, wie einfach es war. Kein Wagen, kein Geschirr, kein Sporn im Nacken, keine Ladung im Rücken. Das Wasser trug und sie ließ sich tragen. Und der Bach lief weiter und schneller, als sie je den Wagen gezogen hatte. Schneller, leichter, ohne Anstrengung, ohne den Rhythmus von stampfenden Schritten und knarrendem Holz. An der Seite des Baches standen Binsen, noch grün. Das erste Vogelgezwitscher kam aus einem Gebüsch weit drüben. Das erste, zögerliche Licht schob sich über den Rand der Welt. Die Ente streckte die Flügel. Nicht zum Fliegen, nein, nicht das. Nur strecken, weil der Platz da war, weil kein Geschirr mehr das Strecken verhinderte, weil kein Wagen mehr an ihr hing, weil niemand mehr rief, lauf zu, was du kannst. Die Flügel gingen auf, ganz leicht, wie ein Atemzug, der tiefer geht als die vorigen. Der Bach bog. Das Wirtshaus verschwand hinter der Biegung. Der Nussenberg war längst nicht mehr zu sehen. Schon seit Stunden, schon seit dem Schnattern und dem Kampf und dem Geschirr. Aber jetzt war auch das Wirtshaus weg. Nur der Bach, das erste Licht, die Stille und das Wasser, das sie trug. Sie hatte geglaubt, der Nussenberg sei das, woran sie hing. Das, was sie hatte, was blieb. Aber der Bach trug sie weiter, als der Berg je gekonnt hätte. Das musste die Ente nicht denken. Das musste der Hörer denken. Ein paar Stunden später machte sich der Gastwirt aus den Federn. Das war kein besonders früher Aufstieg für ihn. Er war es gewohnt, bevor das volle Licht über die Dächer kam. Er streckte sich, zog seinen Rock über, schnürte die Schuhe. Ein gewöhnlicher Morgen. Der Geruch von kalter Herdasche lag im Haus und draußen riefen die ersten Vögel. Er ging zum Waschtisch. Das Wasser war kalt, das war es immer. Er wusch sich das Gesicht, beide Hände, Wangen, Stirn, die gründliche Wäsche eines Mannes, der den Tag erst beginnen kann, wenn er sauber ist. Dann griff er nach dem Handtuch. Es fuhr ihm über die Wange. Nicht sanft, scharf, ohne Warnung, ohne die Möglichkeit einer Vorbereitung, von einem Ohr zum anderen, ein brennender Strich, so plötzlich, dass kein Laut kam, bevor der Laut kam. Ein Zischen, durch die Zähne, pressend. Er sah das Handtuch an, dann sah er die Stecknadel, die aus dem Stoff herausschaute,
wie die selbstgefällige Bestätigung eines Instinkts, der gestern Abend recht gehabt hatte. »Heute Morgen«, sagte er in die Stille des leeren Flurs, »will mir alles an den Kopf.« Er glaubte noch, es sei Zufall. Das war sein erster Fehler. Er betupfte die Wange. Dann in die Küche. Die Pfeife wollte er sich anzünden. Das half. Der erste Zug am Morgen stellte die Welt wieder gerade. Er nahm die Pfeife, trat an den Herd. Die Eierschalen sprangen. Nicht zaghaft, nicht leise. Sie sprangen mit dem ganzen Enthusiasmus von Eierschalen, die die ganze Nacht auf glühender Asche gelegen und auf ihren Moment gewartet haben. Direkt in die Augen. Er fuhr derb zurück, rieb sich das Gesicht, blinzelte. Das Brennen saß. Die Art von Brennen, das nicht sofort nachgibt, das klar macht. Das ist kein Zufall, das ist ein Argument. Er stand in seiner Küche und blinzelte in die Unschärfe. Zufälle gibt es. Manchmal häufen sie sich. Das kann passieren. Er wischte sich die Augen, mehr als einmal. Dann schüttelte er den Kopf, ging in die Stube. Verdrießlich, ja, aber beherrscht. Den Großvatersessel. Das Recht eines Wirtes, sich nach dem ersten Viertel des Morgens zu setzen und die Dinge gerade zu denken. Er ließ sich nieder, fuhr sofort wieder hoch. Der Schrei kam ohne Absicht. Er kam aus einem Ort, der tiefer liegt als Absichten und schneller reagiert. Die Nähnadel saß im Kissen, spitze nach oben und hatte an einer empfindlicheren Stelle als dem Kopf getroffen. Der Gastwirt stand mitten in seiner Stube und in der Stille, die nach dem Schrei entstand, war für einen Moment alles sehr klar. 3 Schläge, eine halbe Stunde, jeder treffsicherer als der vorige. Sein Gesicht, sein Urteil und, zuletzt, am treffsichersten, das Fleisch, auf dem ein Mann sitzt, wenn er bereit ist, das alles zu verarbeiten. In dieser Reihenfolge, mit dieser Präzision, die kein Zufall haben konnte. Das Äußere, das die Welt sieht. Die Augen, mit denen er schaut und bewertet und entscheidet. Die Nähnadel hatte ihm auch das noch genommen. Er rührte sich nicht. Dann ging er zur Zimmertür. Leer, die Betten ungemacht, die Decken zurückgeworfen, kein Hahn, kein Huhn. Kein Morgengruß, keine Stimme. Zum Hof. Leer. Der Wagen weg, das Geschirr weg, die Ente weg. Der Hof lag still im frühen Morgenlicht, die Pflastersteine kalt und grau, die Stille vollständig. Er stand da. Es hätte eine Wut geben können, die laute, drückende Art. Aber die kam nicht. Was kam, war stiller und schwerer. Er hatte es gewusst. Von Anfang an, von dem Moment, wo die Gruppe in der Tür stand, hatte er es gewusst. Die Ente, die kaum noch stand. Die Nadeln auf ihrer Holzbank. Der Wagen aus Nussschalen. Keine vornehme Herrschaft. Sein Instinkt hatte Nein gesagt. Er hatte Nein, Nein gesagt zu seinem Instinkt, wegen eines einzigen Eis, das inzwischen auf dem Herd zerbrochen war. Und wegen einer Ente, die jetzt vermutlich einen Bach hinunterschwamm und es besser hatte als je. Das war, was ihn wirklich traf. Nicht das Geld, nicht der rote Strich im Gesicht, nicht der Schmerz im Hintern. Es war, dass er sich selbst überzeugen lassen hatte, gegen sein eigenes Urteil. Das verzeiht man sich nicht leicht. Er stand lange im Hof. Das Morgenlicht wurde klarer. Ein Vogel rief, dann noch einer. Er ging zurück ins Haus. Nicht schnell, nicht langsam. Mit Absicht. Der Schritt eines Mannes, der entschieden hat, nicht wütend zu bleiben. Weil Wut nichts wiederbringt und weil er sein Haus nicht mit ihr füllen wollte. In der Stube stand das Haushaltsbuch. Es stand immer dort, auf dem Regal links neben dem Herd, ein schweres, braunes Buch, durch jahrelange Hände gewischt. Darin standen Namen und Schulden, Zahlungen und Ausstände, gute Gäste und schwierige Gäste. Gäste, die zu viel getrunken hatten, Gäste, die zu spät gezahlt hatten, Gäste, die sich gestritten hatten. Aber noch keine Gäste wie diese. Er öffnete es auf der letzten Seite.
nahm die Feder. Das Kratzen der Feder auf dem Papier war das einzige Geräusch im Haus. Was schrieb er? Er schrieb ein Hähnchen, ein Hühnchen, eine Ente, eine Stecknadel, eine Nähnadel. Dann saß er und sah auf die Liste. Was für eine Liste! Ein Hahn, ein Huhn, eine Ente, 2 Nadeln, Lumpengesindel, von Anfang an. Er hatte es gewusst, er hatte trotzdem Ja gesagt. Und jetzt stand es schwarz auf weiß in seinem Haushaltsbuch, neben all den Menschen, die er je hatte einschreiben müssen. Er betrachtete die Liste eine Weile. Dann schrieb er darunter mit ruhiger Feder: Nie wieder. Er schloss das Buch, nicht mit Wut, mit dem leisen, endgültigen Klang eines Deckels, der bedeutet, das ist jetzt abgeschlossen, das gehört jetzt zur Vergangenheit, das ist in einem Buch, und was in einem Buch ist, muss nicht mehr im Kopf kreisen. Er stand auf, ging zur Tür, öffnete sie. Die Morgensonne stand jetzt richtig über den Dächern, warm und klar. Und die Landstraße vor dem Wirtshaus lag leer und sauber da. Der Gastwirt sprach den Schwur in die Stille. Nicht laut, aber deutlich, die Art von Sprechen, das für sich selbst bestimmt ist. Nie wieder solches Lumpengesindel in mein Haus zu nehmen, das viel verzehrt, nichts bezahlt und zum Dank noch obendrein Schabernack treibt. Das war kein Wutschrei, das war ein Versprechen. An sich selbst. Das Urteil eines Mannes, der beschlossen hat, von nun an seinem eigenen Instinkt zu trauen. Und dieser Entschluss war teuer erkauft. Aber er gehörte ihm. Den konnte ihm niemand wieder nehmen. Er stand in der Tür und sah auf die leere Straße. Irgendwo über der Heide flog ein Hähnchen. Selbstgewiss wie immer, die Brust raus, wohin auch immer das nächste Abenteuer führte. Irgendwo auf einem Bach schwamm eine Ente, schneller als je ein Wagen rollen konnte, und hob den Kopf gegen das Morgenlicht. Irgendwo warteten 2 Nadeln auf das nächste Mal, an dem jemand sie gebrauchen würde, ob elegant oder grob. Der Gastwirt sah auf die Straße, dann schüttelte er den Kopf. Einmal, kurz, und dann fast. Fast lachte er. Er zog die Tür auf. Neue Gäste würden kommen. Das Leben ging weiter, unbeeindruckt von Lumpengesindel und Nussschalenwagen und Enten, die Bäche hinunterschwimmen. Aber sein Urteil, das gehörte wieder ihm. Das war am Ende das Einzige, das zählte. Wenn dich diese Geschichte berührt hat, dann bist du genau richtig hier. Regelmäßig erwacht ein neues Märchen zum Leben. Neue Stimmen, neue Welten. Abonniere diesen Kanal, damit du keines davon verpasst. Und wenn du jemanden kennst, dem diese Geschichte gefallen hätte, teil sie mit ihm. Manche Geschichten sind zu schön, um sie alleine zu hören.